Hallo ihr Lieben, in diesem Video möchte ich dir heute zeigen, wie du dein Nussmus zu Hause selber herstellen kannst. Also falls du das auch so unglaublich gerne isst wie ich, und man kann es halt echt sehr, sehr gut einsetzen, ob süß oder herzhaft. Und meistens ist es ja so, dass es einen abschreckt, weil man denkt, dass man echt einen Hochleistungsmixer benötigt. Aber ich werde dir heute zeigen, dass du das ohne diesen leistungsstarken Mixer zu Hause selber herstellen kannst. Mit einem ganz normalen Handstabmixer, sagt man dazu. Und das zeige ich dir jetzt. So, hier einmal die Zutaten, die wir benötigen, um das Nussmus herzustellen, sind natürlich die Nüsse. Ich habe jetzt hier ungefähr 3 Beispiele, die ich euch zeige. Und ich habe hier einmal Cashewkerne, Haselnüsse und Pistazien. Und das Ganze geht eigentlich auch sehr schnell. Die einzige Voraussetzung, die da sein muss, ist, das Ganze muss geröstet werden. Die Nüsse habe ich schon fertig geröstet gekauft, aber falls ihr das nicht habt, dann wandert jeweils die Nüsse, die ihr halt habt, die müssen dann kurz im Backofen geröstet werden. So um die 180 Grad Umluft für circa 10 Minuten. Und das reicht vollkommen. Und das Ganze sollte dann auch kurz abkühlen. Und danach kann das auch zum Nussmus-Herstellung verarbeitet werden. Und ja, das Einzige, was ihr dafür benötigt, ist kein Hochleistungsmixer, wie es halt meistens immer auf YouTube erklärt wird. Um Nussmus zu machen, brauchst du halt ein Hightech-Gerät. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst nur ein, wie nennt sich das, ein Handstabmixer. Und ja, das reicht vollkommen aus und ich zeige dir jetzt, wie das funktioniert. Ein Handstabmixer, oder ich glaube, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Aber so ein Gerät benötigt ihr und meistens hat es ja jeder Haushalt. Damit macht man ja Suppen und zerkleinert andere Dinge und das reicht vollkommen aus. Dann wird natürlich im ersten Schritt kommen dann die Nüsse, am besten in so eine. Dann nehmt ihr euch den Handmixer und dann geht's schon los. Und immer, also nicht komplett reindrücken, sondern immer hoch und runter. Und man sieht, innerhalb von kurzer Zeit fängt schon das Öl auszutreten aus den Nüssen. Ich habe viele Maschinen kaputt gemacht, weil ich jeweils immer versucht habe, das Nussmus in diesen Mixern zu machen. Und da ist halt das Problem, dass das Nussmus sich immer an den Rändern sammelt. Und dann muss man die Maschine kurz ausmachen und dann erhitzt auch meistens immer der Motor. Und da kann es schon auch passieren, wie bei mir, was mir schon öfters passiert ist, dass der Mixer kaputt gegangen ist. So, und irgendwann dachte ich mir, ich probiere es mal einfach mit dem Handmixer. Ab und zu solltet ihr das so an den Rändern abmachen. So, und so schaut das Ganze aus. Und das ohne ein Hightech-Mixer haben wir unser Nuss selber hergestellt. Das Ganze eignet sich auch wunderbar, also vor allen Dingen Haselnüsse. Daraus könnt ihr natürlich auch ein Nutella machen. Aber wer es mag, kann sich daraus auch seine Milch selber machen. Ja, und
Das ist jetzt erstmal das erste. Und wie ihr gesehen habt, das Ganze hat nicht mal, also ich würde jetzt sagen, um die 3 Minuten hat es gedauert. Ohne dass jetzt die Maschine komplett heiß gelaufen ist. Ja, und es eignet sich auch wunderbar aufs Brot. Ja, oder als Sahneersatz kann man es auch benutzen. So, jetzt zu den Cashewkernen. So, jetzt kommen die Cashewernüsse. So, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, könnt ihr euch auch einen kleinen Schluck neutrales Öl hinzufügen. Das beschleunigt nochmal alles. Ich hoffe, man kann es erkennen. So, und das ist jetzt, hoppala, das mit den Cashewnüssen. Also da habe ich jetzt ungefähr, ich glaube, 2 Esslöffel noch zusätzlich neutrales Öl hinzugefügt, damit sich das besser pürieren lässt. Und so schaut das Ganze aus. Jetzt sind die Pistazien dran, ne? Kommen auch dort rein. Dadurch, dass ich jetzt hier eine kleine Menge habe, füge ich auch noch mal ein wenig neutrales Öl hinzu. Ich mache mal 2 Esslöffel rein. Und dann wird das Ganze gemixt. Also hier sind noch ein paar Stücke drin. Da war leider die Menge ein bisschen zu wenig. Das hat das Ganze ein bisschen erschwert zu pürieren, die ganzen Pistazien. Daher sind noch ein paar Stückchen übrig geblieben. Aber da müsste man halt eine größere Menge, also das Doppelte nehmen, um das wirklich zu Mousse zu verarbeiten. Aber so ist es auch natürlich auch gut geworden. Und so schaut das Ergebnis aus. Das ist die Haselnussmus. Also man sieht, es ist auch richtig schön cremig geworden. Hier nochmal vom Nahen. Und das Ganze hat auch gar nicht lange gedauert. Innerhalb von 2-3 Minuten war es fertig. Das ist hier diese von der Cashewnuss. So schaut das aus. Auch sehr, sehr cremig geworden. Ich habe halt jeweils bei Haselnuss und bei den Cashews habe ich um die 2 Esslöffel neutrales Öl benutzt. Dadurch, dass die Menge hier ein bisschen weniger war, habe ich hier ungefähr 4 Esslöffel Öl benutzt. Und Sonnenblumenöl war das übrigens. Aber es ist richtig gut geworden. Und dafür brauchst du kein Profi
Mixer, um dein Mousse selber herzustellen. Hier sieht man halt noch ein paar Stücke, aber es ist vollkommen okay. Für was ich das Ganze verwende, ist übrigens, also hiermit mache ich meistens nur Nutella selber. Und demnächst folgt dann auch ein Video davon. Bei den Cashews, die benutze ich gerne für meine Currys. Da mache ich das dann meistens immer rein, weil das dann so eine sahneartige Konsistenz benutzt und schmeckt wirklich gut. Und hier wird dann auch ein Aufstrich meistens hergestellt. Ja, falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, dann gerne noch ein Abo. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.